Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's ganz gut. Es gibt wieder neue Wechselgerüchte. Aktuell laufen nochmal die ganzen Gerüchte sehr auf Hochtouren. Das freut mich sehr. So macht es Spaß, Content zu machen. Nämlich ist aktuell das größte Gerücht, wechselt denn Jason Checker zum FC Kaiserslautern? Das wollen wir heute ein bisschen analysieren. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Dafür aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und damit starten wir dann rein ins Video. Ja, der erste FC Kaiserslautern plant offenbar einen Transferkorb. Jason Checker vom 1. FC Magdeburg könnte die Roten Teufel verstärken. Doch was bedeutet das für den aussortierten Magdeburger und welche Lücken soll er in Lauterns Offensive schließen? Das ist eine gute Frage. Ich habe da auch schon einiges gelesen auf Transfermarkt, wo ein Lauterer sich das sehr wünscht, den Transferdeal. Vor allem, wenn man so ein paar Fragezeichen in der Lauterer Offensive hat. Also die wünschen sich die auf jeden Fall grundsätzlich. Zumindest von dem, was ich bis jetzt gelesen habe. Ist aber auch verständlich, der Junge bringt gutes Potenzial mit. Vor allem für die Zukunft eigentlich. Vom FCM, aber irgendwie hat das dann doch nicht geschafft. Ich weiß nicht, was da los war. Hat sich auch irgendwie so ein bisschen wie ein interner Krach angeführt, muss ich ganz ehrlich sagen. Die laufende Transferperiode neigt sich langsam dem Ende zu. Manche Vereine in der zweiten Bundesliga will jetzt noch nachlegen und den Kader für die Rückrunde wappnen. Einer davon könnte der erste FC Kaiserslautern sein, der gerüchteweise an FCM-Stürmer Jason Checker interessiert sein soll. Ja, das sind schon mal die Fakten. Rot-Weiß Essen und die SV Elversberg sollen bereits im Sommer Interesse an Checker gehabt haben. Offenbar sogar Dynamo Dresden. Doch der Flügelspieler, der noch Vertrag bis Sommer 2025 haben soll, blieb beim 1. FC Magdeburg. Kommt nun ein neuer Vorstoß und das ausgerechnet von der Liga-Konkurrenz? Das ist die gute Frage. Elversberg, da wurde ja das Angebot abgelehnt, weil der Betrag zu niedrig war. Bei Dresden und Essen soll es Checkers Interesse an die zweite Liga gewesen sein, weil er gerne weiter in zweite Liga spielen möchte und will. Auch wenn ich persönlich ihn aktuell nicht in einer Zweitliga-Verfassung sehe, sondern eher in einer Aufstieger-Drittliga-Verfassung. Ich glaube, das ist relativ logisch. Warum? Weil wenn man ihn in den Spielen gesehen hat, wo er dann gespielt hat, war er meistens eher nicht so gut, wenn nicht sogar sehr schlecht. Ich will nur das Beispiel Regensburg nennen, wo er dann aufs Feld kam und wirklich nichts gezeigt hat, also wirklich gar nichts. Er wollte was zeigen, aber was er gezeigt hat, war noch schlimmer, als ich mir das überhaupt erwartet hätte. Natürlich kann sich das aber auch ändern bei einem anderen Verein. Luftveränderung ist meistens gut, vor allem für so einen Spieler, der sehr besonders ist im Dribbling und so weiter, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Portal Reviersport berichtet, dass der 1. FC Kaiserslautern Jason Checker, Marktwert 600.000 mittlerweile nur noch, war mal 1,2 und der Meister in unserem Kader, in den Kader holen wolle. Laut Bericht wollte der bei den Magdeburgern aussortierte 25-Jährige innerhalb der zweiten Bundesliga wechseln, was auch schon sein großes Problem im Sommer war. Der FCM will das nämlich nicht, will dafür Geld bekommen. Da konnte man sich nicht einigen, will nicht in die dritte Liga. Ja, und so kam es dann im Endeffekt dazu, dass ein bisschen so kracht zwischen den Fronten. Eigentlich ist der FCK im Sturm mit Ragnar Ache, Daniel Hanschlik, Aaron Opoku und Daisuke Yokota gut aufgestellt. Doch auch andere Vereine könnten die Augen auf so manchen lautere Angreifer geworfen haben. Planen die Teufel womöglich mit einem Abgang und wollen mit Checker die mögliche Lücke füllen? Das ist die gute Frage. Ich habe gelesen, dass Opoku, ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube Opoku ist so das Problem da. Der wechselt anscheinend noch demnächst irgendwann. Ich weiß nicht, so habe ich es gelesen, glaube ich. Oder einer von denen. Und Ragnar Ache ist ja auch immer so in den Transfergerüchten drin. Daniel Hanschlik, der ist aktuell nicht so, glaube ich, in Form. Irgendwie so war es auf jeden Fall. Und dann könnte Jason Checker da auf jeden Fall reinpassen, vor allem als Lückenfüller. Und viele wünschen sich ja auch das Duo Yokota und Checker. Und das könnte ein ekelhaftes Duo werden. Also wirklich ein richtig dreckiges Duo. Was so den einen oder anderen Gegner schon gut bespielen kann. Vor allem sehr, sehr ekelhaft bespielen kann. Ich glaube, das ist auch so das Ziel von Lautern. Sollten die Gerüchte denn hundertprozentig echt sein. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die echt sind.
Jedoch ist die Frage, wie viel will Lautern denn überhaupt zahlen? Und sind sie überhaupt bereit, irgendwas zu zahlen für Jason Checker? Ich kann es mir gut vorstellen. Noch bis zum 3. Februar könnte Lautern Jason Checker in die Pfalz lotsen, wenn Spieler und noch Arbeitgeber FCM damit einverstanden sind. Und ich denke mal, dass der FCM schon so die Ablöse von circa Edas Shuri fordern wird, also 300.000, wenn nicht sogar 350.000, mehr sollte nicht drin sein eigentlich. Also, da er das nur noch ein halbes Jahr hat, sollte man da nicht so viel holen können an Ablöse. Jedoch ist die Frage, bleibt der Angreifer über diese Frist hinaus? Könnte er im Sommer ablösefrei wechseln? Eine Zukunft hat Checker beim ersten FCM offensichtlich nicht und er will es auch gar nicht mehr, als wirklich mehr als deutlich ausgedrückt. Sein Abgang soll wohl schon beschlossen sein. Ich glaube, es wäre auch für Vereinsführung, für Verein und auch für ihn besser, wenn er dann definitiv spätestens nach der Saison den Verein verlässt. Ich würde mich sehr freuen, wenn er schon diesen Sommer geht. Für Checker würde ich mich freuen und auch für uns, weil dann nicht mehr dieses Theater um Checker ist. Das gibt nochmal ein bisschen mehr Ruhe im Verein. Ich glaube, das ist ganz gut. Schreibt eure Meinung so wie immer gerne in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren, vor allem beim Thema Checker. Da sind die Geschmäcker meistens sehr, sehr unterschiedlich, was ich auch sehr gut verstehen kann. Viele sagen, es ist seine Schuld, viele sagen, der Verein ist schuld. Gerne in die Kommentare schreiben, wer dann wirklich schuld ist. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und lasst gerne ein Like und ein Abo da.